Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute geht es wieder mal darum, euch kurz abzuholen, abzudaten, für alle, die es nicht mitbekommen haben, was der aktuelle Stand ist. Und ein bisschen ganz konkret ist immer schwierig, weil ich ja auch nicht weiß, wie sich die Preise und so weiter, der Markt auf dem FEC verändert. Jetzt ist auch eine gerade interessante Situation. Die Inflation hat richtig angezogen. Also die letzten Tage war eh schon absehbar, okay, es scheint wieder teurer zu werden. Hat ein bisschen langsam angefangen, schleichend. Und jetzt aber von Freitag auf Samstag, beziehungsweise jetzt vor allem am Samstag, sind die Preise extrem gestiegen. Und jetzt sind es fast 100 Mio mehr als noch vor ein paar Tagen. Oder es sind schon 100 Mio mehr als vor noch ein paar Tagen oder Anfang der Woche. Und das ist natürlich ziemlich blöd. War aber klar, dass das früher oder später passieren würde. Wie schlimm es wird und wie lange es steigen wird und so weiter und so fort, keine Ahnung. Schwer zu sagen, wird sich zeigen, denke ich. Genau, ist jetzt aber für dieses Video eigentlich relativ irrelevant, aber ist tatsächlich gerade schwierig, die nächsten Tage oder auch die nächste Woche abzuschätzen, wie viel oder was man da überhaupt erreichen kann, weil ich meine, wenn sich jetzt jeden Tag die Preise von zum Beispiel Products verändern, also und halt nicht verändern, also sondern steigen einfach, dann wird es natürlich immer schwieriger und dann ist natürlich der zeitliche Horizont auch ganz anders. Aber egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, kurzes Update. Also das letzte Ziel war ja jetzt vor allem den Schmuck fertigzustellen oder den Schmuck in Angriff zu nehmen. Und ich will nicht zu sehr spoilern, was die Upgrades angeht. Für die, die es noch nicht gesehen haben, schaut es euch auf jeden Fall an. Habe ich 2 Upgrade-Videos, einmal von Freitag, einmal von Samstag, hochgeladen. Und ja, im Endeffekt ist es egal, wie die Upgrades liefen, weil der Schmuck ist jetzt auf jeden Fall da. Komplettes Champion-Set clean. Warum clean, falls noch jemand da nicht im Bilde ist, ist einfach der Grund, ich habe schon Champion-Set plus 7 auf Burodeng, ungebunden. Und ich habe lange überlegt, ob ich mir hier nicht trotzdem dann plus 4 oder so holen soll. Und habe mich dann aber letztendlich dagegen entschieden, weil es einfach echt dämlich ist. Weil ich meine, ich habe das Set schon, es ist ungebunden und es ist schon plus 7. Also warum soll ich mir jetzt hier auf dem FEC abrackern, das irgendwie erstmal auch plus 7 zu kriegen? Vor allem Schmuck-Upgraden bringt auch echt wenig leider. Also Ultimate Schmuck-Upgraden bringt fast gar nichts für das, was es kostet. Und da habe ich mir jetzt einfach dagegen entschieden und gesagt, ich nehme lieber die bessere Preis-Leistungs-Variante von komplett clean und habe damit jetzt nicht wirklich einen krassen Nachteil. Ich meine, clean versus plus 10 oder so, okay, ja gut, das ist schon ein krasser Unterschied. Aber für das, was es kostet, eben eigentlich nicht. Ja, und von dem her passt das schon. Also Schmuck ist jetzt quasi abgehakt. Also das wird sich nicht mehr verändern. Das wird so bleiben. Es sei denn, ich gewinne 5 Tage hintereinander im Lotto oder so und habe so viel Geld, dass ich nicht weiß, wohin damit. Dann könnte man zumindest plus 4 vielleicht noch holen. Aber halte ich jetzt für eher unwahrscheinlich, dass das passiert. Also ich gehe stark davon aus, dass das nicht passieren wird. Also ich meine im Drop-Lotto, also jetzt Kriton oder so, wird eher nicht passieren. Genau, also das Ziel ist abgehakt. Und das heißt, eigentlich bleiben 2 Ziele letztendlich, weil ein Pet hat man ja auf dem FEC jetzt auch keine hohe Prio drauf, weil man es ja nicht mitnehmen kann. Deswegen würde ich hier nochmal an der Stelle dran erinnern, gebt nicht zu viel Geld für Pet-Rerolls aus, gebt generell nicht zu viel Geld für Pets aus, weil man kann sie nicht mitnehmen. Also die Stat-Pets meine ich. CS-Pets kann man natürlich mitnehmen, aber die Stat-Pets werden auf dem FEC verenden. Und von dem her gebt dafür nicht so viel Geld aus und auch ich werde das nicht tun. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich die Musik vergessen habe. GG. Ja. Dann, was Waffen angeht, werde ich am meisten gefragt tatsächlich. Das Set fragt tatsächlich fast keiner. Wann holst du dir ein neues Set oder so? Das fragt irgendwie nie jemand. Jeder fragt immer nur nach den Waffen. Anscheinend interessiert sich keiner dafür, was für ein Set man trägt als Blade. Also bei den Waffen ist es so, wir merken jetzt leider nicht beim Blade, also beim Blade auch, am Coral Cutlass sieht man es ganz gut. Alles wird auch beim Blade langsam günstiger, aber die Betonung liegt halt auf langsam beim Blade. Das ist halt der Nachteil mit den 2 Waffen, worüber sich die Leute ja immer beschweren. Dadurch dauert es halt im Endeffekt eigentlich doppelt so lang wie bei allen anderen Klassen, bis was günstiger wird. Also wenn es der, keine Ahnung, Ranger oder Jester, wenn da irgendwas um 500 Mio günstiger wird, dann wird es beim Blade halt höchstens 250 sein. Plus ist es von Haus aus sowieso schon teurer. Also der Startpunkt ist ein ganz anderer und dann die Rate, mit der es langsamer wird, ist langsamer und in der es günstiger wird, ist langsamer und dadurch ist das halt so, schon ziemlich nervig, muss man sagen. Das heißt,
der Plan geht eigentlich auf. Warten. Also es wird günstiger, aber man muss halt einfach geduldig sein. Ich bin aber geduldig, muss ich sagen, weil ich das schon immer abgelehnt habe. Können manche Leute sich wahrscheinlich noch dran erinnern, auch mit meinem Hernes-Stuff habe ich ja ewig gewartet, bis ich mir einen Hernes-Stuff geholt habe. Ja, also ich habe kein Problem damit, noch ein bisschen zu warten und gucke einfach mal, was sich so ergibt. Und mein aktuell konkretes nächstes Ziel, das ich jetzt auch schon wirklich in Angriff genommen habe, worauf ich schon hinarbeite, sind tatsächlich die Sets. Also genau das, wonach keiner fragt. Genau das nehme ich jetzt in Angriff. Ich habe jetzt schon über 200 Products gesammelt. Ich muss auch mal nachgucken, wie viele Products das genau waren. Ich glaube irgendwie 360 oder so. Das ist irgendein random in der Party. Ich habe nicht mal Skills an. Warum joint der diese Party? Die hat einen random-ass-Namen. Ich muss mal ZZZ machen, dass das ganz unten ist irgendwie. Also, wer joint denn so eine Party? Kein Global Attack, gar nichts. Oh man. Da war aber die Hoffnung einfach groß, dass es mal eine Party wird, eine richtige. Also, was ich sagen wollte war, ich gehe in die Sets rein. Das heißt, ich werde mir, also Sets Mehrzahl, also ich werde mir das 175er und das 180er Set machen, weil es die beiden Endgame-Sets sind. Und ja, warum nicht? Was soll der Geiz? Und dafür kaufe ich jetzt schon fleißig S-Product, weil ich spekuliere halt drauf, dass relativ zeitnah ein Upgrade-Event kommen wird. Innerhalb der nächsten 3 Wochen, würde ich sagen. Also ich habe mich zwar beim A-Product-Event ein bisschen verschätzt, ja, aber muss auch dazu sagen, der FEC ist ein bisschen unberechenbar. Generell manche Events, die stattfinden, ergeben überhaupt keinen Sinn. Zweites Wochenende Dungeon Coin Discount zum Beispiel. Also es ist immer so ein bisschen auch random. Aber das nächste Upgrade-Event ist meiner Meinung nach kommt als nächstes 1000% das normale Upgrade-Event, also S-Product. Und es wird halt entweder nächstes Wochenende schon sein oder halt auf jeden Fall jetzt im Juni ist meine Prediction. Und das heißt, jetzt schon mal S-Product ansammeln, wenn man vorhat abzugraden, ist halt eigentlich der nächste logische Schritt. Und wie viele Products ich brauche, ist halt ein bisschen das Problem. Es müssten, glaube ich, 370 sein. Okay, ich habe jetzt nochmal nachgerechnet. Tatsächlich, jetzt wo die Preise so angestiegen sind, würde man ja auf jeden Fall S-Project Low bis plus 8 benutzen. Und von 8 bis 10 mit Upgrade-Event auf dem FEC sagt Flive-Calculators 35 S-Pros mal 9. Das sind tatsächlich nur 315. Das heißt, ich habe es letztes Mal wahrscheinlich nachgeschaut von 8 auf 10 und 9 mal, weil... Also, ich gehe stark davon aus, dass das sowieso nicht hinhaut. Also, ich gehe stark davon aus, dass ich nur ein Set upgraden werde beim Upgrade-Event, weil, wenn es jetzt wirklich dieses Wochenende, also das nächste Wochenende stattfinden würde, würde ich nie im Leben das ganze Geld und die ganzen Set-Teile und so weiter zusammenbekommen. Keine Chance, kannst du vergessen. Aber theoretisch bräuchte ich 9 Set-Teile. 2 Suits, also 2 Sets und beim einen Set 2 Suits. Alles von 8 auf 10 bis plus 8 mit S-Project Low und von 8 auf 10 dann mit normalen S-Pros. Also ein monströses Unterfangen, vor allem direkt gleich 2 Sets in Angriff zu nehmen. Aber ja, das ist quasi der nächste Schritt. Und wenn ich das dann auch haben sollte, wann auch immer das passieren wird, wann auch immer das Upgrade-Event stattfinden wird, wie gesagt, das ist jetzt reine Spekulation. Also bitte kauft jetzt nicht alle S-Product, damit würdet ihr mir keinen Gefallen tun. Und ich weiß auch nicht sicher, wann das Event stattfindet und es ist generell nicht sicher, dass es stattfindet. Das ist lediglich meine persönliche Hoffnung auch irgendwo. Aber auf jeden Fall, wenn ich das denn hätte... Ich habe übrigens auch schon die Karten dafür. Also ich habe 8 Lightning 7 auf der Bank und 4 Volcano 7. Ich würde eine Suit mit HP-Rate machen und die andere mit ATK. Dann ist man eigentlich für alle Fälle gewappnet. Dann hat man für alles das richtige Zeug dabei. Theoretisch könnte ich mir dann auch ein HP-Pad sparen, weil ich habe auch lange überlegt, ob ich mir noch ein HP-Pad holen soll. Also hier auf dem FEC irgendwann. Aber ja, wenn ich dann also nicht nur das PvE-Set habe, sondern sogar noch mit HP-Rate, also dann richtig fett HP. Ich wüsste nicht, wofür ich dann noch ein HP-Pad brauche. Dann kann man sich das auch dann direkt sparen. Wobei die Pads, wie gesagt, zu gegebener Zeit, dadurch, dass man sie nicht mitnehmen kann, vermutlich sowieso recht günstig werden. Also das wäre wahrscheinlich kein so großes Problem, sich ein halbwegs gutes HP-Pad innerhalb der nächsten paar Wochen oder Monate noch zu leisten. Aber ja, das wäre quasi der Plan. Dann beide Sets plus 10, beide mit 28 ATK, plus die Switch-Suit, dann noch in Gold mit der 28 HP.
Und ja, das ist so das nächste Ziel. Mal gucken, wie lange es dauern wird. Wie gesagt, ich habe jetzt die ganze Zeit, ich hatte irgendwie 370 oder 360 oder irgendwie sowas im Kopf, also relativ viel. Aber stimmt schon, jetzt wo die S-Project-Preise und alles so krass ansteigt, ich meine, jetzt kannst du auf jeden Fall mit S-Project Low auf +8 gehen, weil jetzt ergibt es keinen Sinn mehr, S-Project bis +8 zu benutzen, also die normalen S-Project. Von dem her ist es gut, jetzt muss ich weniger S-Pros kaufen. Wirklich viel Geld gespart habe ich damit nicht, weil die S-Project-Preise jetzt so extrem angestiegen sind, dass es am Ende trotzdem immer noch extrem teuer ist. Aber wie gesagt, ich müsste schon über 200 haben, die genaue Anzahl weiß ich jetzt gerade nicht. Weil es wieder der Misch aus Smelting-Boxen plus seriengebunden plus ungebunden. Alles in verschiedenen Stacks quasi. Das zähle ich eigentlich immer erst zusammen, wenn ich wirklich ziemlich nah dran bin. Es dürften noch so um die 100 Products fehlen, was schon noch viel ist. Aber es ist auch nicht mehr so ultra weit entfernt. Und dann, was natürlich wichtig ist, fehlen natürlich noch die beiden Sets. Aber gut, ich meine, ich brauche nicht die Sets kaufen, bevor ich nicht die Products habe, weil die Reihenfolge ist wichtig, weil die Sets werden immer günstiger. Und die Products immer teurer. Von dem her kaufe ich natürlich erstmal die Products. Vor allem jetzt bei dieser krassen F-Coin-Inflation definitiv erst die Protects. Und ja, und danach, wenn man das hat, wie gesagt, kann man immer noch chillig warten, bis dann die Waffen günstiger werden. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, was da passieren wird. Zum Thema günstiger werden habe ich sowieso noch mal eine Anmerkung, weil letztes Jahr kamen ein paar Leute dann irgendwann aufgeregt auch zu mir und haben dann gesagt, ja, du hast gesagt, alles wird immer günstiger, aber das Item hat letzte Woche 1,5 Milliarden gekostet und jetzt kostet es 1,8 Milliarden. Du hast gelogen, so ungefähr. Wichtig hierbei ist erstens, es geht immer um F-Coin. Also die Preise, wenn sie jetzt in F-Coin so rasant ansteigen, wie es jetzt dieses Wochenende passiert ist, dann kann es natürlich sein, dass ein Item, das 3 Milliarden kostet, nimm jetzt einfach als Beispiel Lusakas Crystal Jojo, weil das tatsächlich gerade ziemlich selten ist. Oder auch Lusakas Crystal Stuff, der ist auch ziemlich selten aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung, droppt wahrscheinlich einfach zu wenig, ist halt random. Auf jeden Fall, ja, kann schon sein. Das Item wurde vielleicht letzte Woche für 2,5 Milliarden verkauft und jetzt kostet es vielleicht 3 Milliarden. Also im Fall vom Stuff vielleicht eher. Beim Jojo wäre es eher 3,5 und dann 4 oder so. Aber ist ja egal. Der Penya-Preis ist gestiegen. Ja, aber rechne es um in F-Coin. Da ist es günstiger geworden. Also das Wichtige ist immer, dass man es nicht aus den Augen verliert, weil Penya auf diesem Server ist einfach nicht so wichtig, weil der Penya-Kurs immer von den F-Coins im Endeffekt, das Penya ist immer in Relation zum F-Coin-Kurs zu sehen. Das heißt, auch wenn etwas für Penya teurer wird, heißt es nicht, dass es teurer geworden ist. Also für Penya natürlich schon. Aber wenn F-Coin mehr Penya wert sind, dann sind Penya effektiv weniger wert. Und dann geht es immer ums Verhältnis. Um wie viel ist es gestiegen? Und ich bin mir ziemlich sicher, die wenigsten Items, die jetzt teurer werden oder die irgendwann mal noch teurer werden während diesem FEC, werden in dem gleichen Ausmaß steigen wie F-Coins. Das passiert in der Regel so gut wie nie. Und wenn es dann doch mal passiert, dann ist das halt ein Beispiel. Dann ist das halt ein Ausnahmefall. Aber grundsätzlich ist das eigentlich immer das gleiche Schema. Es gibt immer ein paar Ausreißer und es gibt immer ein paar besondere Situationen. Und was man ganz sicher auch nicht vergessen darf, ist, letztes Jahr, den Fehler haben nämlich auch ein paar Leute gemacht, davor habe ich aber auch oft genug gewarnt, man darf halt aber auch nicht zu lange warten. Also warten, dass Sachen günstiger werden, vor allem wenn man noch andere Sachen zu tun hat, zum Beispiel, du hast noch keinen Ultimate-Schmuck, dann kümmere dich erstmal um deinen Ultimate-Schmuck oder so. Oder du hast noch kein Set mit 28 ATK, dann kümmere dich erstmal darum. Solange du dein Equipment noch irgendwie verbessern kannst, ohne dass du jetzt überteuerte Items kaufen musst, die dir eigentlich zu teuer sind, ist das immer gut. Und wenn du dann wirklich gar nichts anderes mehr übrig hast, dann irgendwann muss man natürlich auch mal das kaufen, was einem vielleicht noch ein bisschen zu teuer ist oder so. Oder irgendwann muss man diesen letzten Schritt dann doch wagen und sich zum Beispiel die Waffen holen. Also warten ist grundsätzlich gut, bis man nicht mehr warten kann. Aber mit diesem bis man nicht mehr warten kann, sollte man es eben auch nicht übertreiben. Also auch nicht zu lange warten, weil irgendwann, und da rede ich jetzt dann so von Ende August, September, also wenn der Server so wirklich in die letzte Phase geht, so die letzten 1,5, 2 Monate, irgendwann kommt der Punkt, wo manche Items dann schon auch wieder teurer und vor allem auch viel teurer werden können, weil wenn jetzt 100 Leute warten, zum Beispiel auf eine Butcher's Carnage, also auf eine Blade Axt, und die kostet jetzt die ganze Zeit, sagen wir jetzt mal pauschal, einfach aktuell, glaube ich, so 60.000 F-Coin. Und mal angenommen, die würde jetzt Ende August immer noch 60.000 kosten und da warten jetzt aber 100 Leute drauf, dass sie immer noch günstiger wird. Und es passiert aber einfach nicht. Und dann wollen plötzlich 100 Leute auf einen Schlag 1 oder 2 Butcher's Carnage kaufen. Ja, was passiert dann?
ja, dann steigt sie natürlich. Dann kostet sie plötzlich wieder 85.000. Nur als Beispiel. Und das heißt, ich meine, das ist natürlich schwierig, weil man kann nicht in die Zukunft sehen. Man weiß nicht, wie viele Leute noch abwarten, auf der Lauer liegen nach einem Schnapper. Das weiß man immer nicht. Aber was ich sagen will ist, wie gesagt, wenn du mit allem anderen fertig bist und der Preis passt aber immer noch nicht so wirklich, dann kann es halt sein, dass das Item dann auch vielleicht gar nicht mehr viel günstiger wird. Und irgendwann kann es schon sein, dass es dann wieder teurer wird, wenn das Ende des Servers naht und die Leute in Panik geraten, FOMO, dann kann sich das natürlich auch jederzeit wieder wenden. Also, ja. Das heißt, nicht immer alles zu krass überdenken. Wenn man so grob einen guten Plan hat, wie man es machen will, wie man das Ganze geplant hat, wie gesagt, dass man halt erstmal sich um andere Sachen kümmert, die teuren Items, die teuersten Items, die man noch vor sich hat, die man noch kaufen will und so, dass man bei denen erstmal wartet und dann erstmal die günstigeren Sachen macht. Alles eine gute Strategie, aber wie gesagt, mit dem Warten dann ganz am Ende auch nicht übertreiben. Also, falls jetzt irgendjemand den Eindruck hat, ich warte jetzt auch bis Oktober, bis ich mir dann endlich mal eine neue Waffe kaufe und nicht mal mit Bloody Axen rumlaufe, so lange werde ich definitiv nicht warten. Aber Stand jetzt sind die Blade-Waffen immer noch viel zu teuer, meiner Meinung nach. Also selbst die Cursed Butcher's Carnage, ich weiß nicht, was sie jetzt kostet, schon seit ein paar Tagen nicht mehr drüber geredet. Aber ich hatte sie mal eine ganze Zeit lang im, okay, hier ist jetzt eine plus 10 für 2,1 Milliarden, das ist auf jeden Fall schon besser. Die war die ganze Zeit clean zwischen 2 und 3 Milliarden und erst vor ein paar Tagen gab es endlich mal wieder welche für 1,5 oder so. Und da war ich dann halt ehrlich gesagt auch wieder ein bisschen zu stur. Ich meine, ich bin eh noch nicht 165, davon abgesehen, wobei ich kann jederzeit 165 sein, das geht so schnell. Ja, also ich kann es jederzeit machen, daran würde es nicht scheitern. Aber ich war dann auch ein bisschen angefressen von dem Ding, muss ich sagen, weil für mich ist eine Cursed-Waffe Müll. Das ist wie eine Bloody-Waffe letztendlich. So kann man nehmen. Wobei eine Bloody-Waffe ist es eigentlich nicht. Es ist schlechter als eine Bloody-Waffe, weil eine Cursed-Waffe ist für mich halt ein Lückenfüller, weil du dir die andere Waffe nicht leisten kannst oder willst. Also genau meine Situation im Endeffekt. Ich will mir die anderen Waffen nicht kaufen, weil sie mir zu teuer sind. Also nehme ich das nächstbeste, also quasi so ein bisschen äquivalent zu Bloody. Kann man nicht Ultimate machen, geht nur auf plus 10 und langfristig ist das keine wirklich gute Waffe, die man lange tragen möchte. Und da habe ich es halt echt nicht eingesehen, dass ich für so eine Waffe bis zu 10.000 F-Coin zahle. Für eine bisschen bessere Bloody Axe letztendlich. Also, ich meine, sie ist schon deutlich besser, ist mir schon klar. Vom reinen Schaden her und so. Aber ich habe es einfach nicht eingesehen. Und selbst jetzt, wo sie ein bisschen günstiger wird, ich meine, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich schon so lange gesagt habe, jetzt will ich sie nicht mehr, dass ich sie actually auch wirklich nicht mehr will. Ich meine, wenn jetzt mehr solche Angebote kommen, hier plus 10, wie gesagt, weil die aus irgendeinem Grund Crit-Rate hat. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das ist jetzt schon ein deutlich besseres Angebot, weil plus 10 machen kostet ja, wie wir es vorhin schon gesagt haben, 35 S-Pros allein von plus 8. 35 S-Pros sind fast eine Milliarde aktuell oder ein bisschen weniger. Das ist schon ein bisschen besser. Es ist immer noch relativ teuer, finde ich, aber es ist schon ein bisschen besser geworden. Aber wie gesagt, ich habe mich jetzt für die Sets entschieden, deswegen sind die Waffen jetzt erstmal vom Tisch. Und genau, wie es dann nach den Sets aussieht, je nachdem, wann ich das fertig bekomme, hängt natürlich auch wieder ein bisschen vom Drop-Glück ab. Gucken wir mal. Also, es bleibt auf jeden Fall spannend. Meine einzige großartige Einnahmequelle jetzt erstmal werden auch Fragmente bleiben von Dungeon Runs. Und auch das läuft tatsächlich eher mäßig, weil die werden auch immer günstiger. Also es werden extrem viele Dungeons jeden Tag gelaufen. Und die Fragmente sind auch im freien Fall nach unten eigentlich, also werden immer günstiger. Mein letztes Item habe ich für knapp 3,8 Mio pro Fragment verkauft. Jetzt habe ich mir heute einen Ring eingetauscht mit meinem eigenen Staub, mit meinen eigenen Fragmenten. Und habe die Fragmente, glaube ich, für 3,25 oder so jetzt gerade im Shop. Also ein bisschen unter 3,3 war es, glaube ich. Und selbst da wurde mir schon gesagt, ist zu teuer, nur noch 3 Mio wert. Und das letzte Ding habe ich halt vor 5 Tagen verkauft. Also von Sonntag auf Montag. Also wo ich mir halt auch so denke, ja, wie kann das innerhalb von 5 Tagen um 20% fallen? Also ich meine, das ist geisteskrank. 20% günstiger in nur 5 Tagen. Also das ist echt heftig. Und das ist aber eigentlich meine einzige große Einnahmequelle, die relativ sicher ist, weil für Fragmente muss man einfach nur Dungeons laufen. Vollkommen egal, ob die was droppen. Und deswegen ist es schade, dass genau das so viel günstiger wird. Für alle anderen ist es natürlich gut, für alle, die noch keinen Item-Schmuck haben, ist es natürlich extrem geil, dass es günstiger wird.
Aber wenn du selber mit den Fragmenten natürlich ein bisschen Geld verdienen willst, ist es wiederum nicht so geil. Aber ja, alles in allem passt es schon. Wie gesagt, es läuft momentan ziemlich gut. Kann mich nicht beschweren. Damage und so weiter passt auch alles noch. Immer noch ein bisschen dank Feedback auf jeden Fall. Dank Crit-Rate-Pad. Und ja, das war eigentlich so der Stand der Dinge. Und zu der anderen Frage, die noch sehr oft kommt, jetzt ganz zum Schluss noch mit 166. Wann machst du endlich 166? Wann machst du endlich Infernal Dungeons? Bla bla bla. Wahrscheinlich diese Woche. Ich meine, ich bin jetzt eh schon 164. Ich habe ja gesagt, ich werde gar nicht mehr leveln oder ich werde keine XP-Sperre reinballern. Ich habe nur gesagt, ich werde nicht mehr aktiv jetzt wirklich leveln gehen. Was ich jetzt halt aktuell noch mache, seht ihr hier oben. Die ganzen Quests von Coral Island mit meinem RM muss ich noch nachmachen. Da kriegt der Blade ja auch immer ein bisschen XP noch mit. Automatisch. Dann mache ich auch immer noch Dailies, Tower Dailies. Also nicht jeden Tag. Ich habe jetzt schon ein paar Tage keine gemacht, wenn ich kein Team hatte. Weil alleine ist es mir auch zu blöd und dauert zu lange. Aber auch wieder für eine RM auf jeden Fall. Hauptsächlich die Dailies mitnehmen. Und dann kriege ich halt einfach durch den Spielfluss ein bisschen XP, ja. Die ganzen Bosse zu killen, die ganzen Monster hier zu killen. Im Dungeon und so weiter kriegt man überall so ein bisschen XP zumindest. Und ich meine, selbst wenn du nicht leveln willst, wenn du keine XP-Sperre reinballerst, wirst du zwangsläufig irgendwann 165, 66 erreichen. Und diese Woche wird es höchstwahrscheinlich auf jeden Fall soweit sein, dass ich das dann mache. Und dann muss man mal gucken, wie es dann mit Infernal Dungeons läuft, weil da habe ich bisher nur Negatives tatsächlich gehört, also nur Leute, die gesagt haben, ja, keiner läuft Infernal Dungeons, keiner läuft Infernal Wilds. Für Anko schwierig, ein Team zu finden. Wenn man keins hat, dann ganz schwierig. Also mit Randoms Anko laufen, Anforderungen sollen ziemlich hoch sein und so. Ja, hört sich jetzt tatsächlich gar nicht so geil an, muss ich sagen. Also hört sich jetzt eigentlich an, als wäre es aus einer Sicht von jemandem, der jetzt kein so krasses Equipment hat wie ich, wäre es wahrscheinlich sogar besser, man bleibt erstmal auf Cursed und genießt es noch ein bisschen. Aber ja, früher oder später muss man es halt einfach machen. Und ja, aber noch ein paar Tage warten, denke ich, schadet nicht, weil dann sind noch mehr Leute auf 166 plus und dann findet man da, wie gesagt, auch leichter Teams. Und das ist ja dann auch besser. Und ja, das waren eigentlich so die Updates. Mal gucken, wann wir uns wiedersehen mit dem nächsten Update. Aber ich denke, es wird nicht allzu lange dauern tatsächlich, weil selbst jetzt mit der Preissteigerung, also ich persönlich kann es jetzt relativ gelassen sehen, weil ich meine, also mit meinem aktuellen Equipment könnte ich locker 190 machen. Ich kann locker spielen, also alles ist eigentlich ganz gut. Natürlich nervt es mich, dass die Preise jetzt so steigen. Jeden nervt es. Aber ich meine, letztendlich, du kannst es nicht ändern. Also ich kann das jetzt nicht ändern, ihr könnt es nicht ändern. Keiner kann es jetzt einfach so ändern. Und das heißt, man sollte sich davon auch nicht komplett entmotivieren lassen oder demotivieren lassen. Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen, dass jetzt halt Leute schon keinen Bock mehr haben darauf. Ja, ich kann das verstehen, aber das ist halt, Flyf war schon immer so. Irgendwann steigen die Preise. Ich meine, guckt euch Borodeng an. Borodeng vor einem Jahr haben F-Coins 180 Mio gekostet. Die kosten jetzt 350 bis 400. Das ist einfach das Doppelte. Und da reden wir aber von Borodeng, nicht vom FEC. Ja, und bei Flyf PC früher war das auch so. Irgendwann steigen die Preise einfach, irgendwann wird es richtig ätzend. Und dann hofft man halt, dass Scala was tut. Scala hatte was geplant. Die machen ja diese Server-Buffs im nächsten Update, wann auch immer das kommt. Das heißt, es ist ja ein Lösungsweg ist unterwegs. Er wird halt leider noch ein bisschen dauern. Und bis dahin ist es halt noch das alte System. Wir haben aktuell keine wirklich guten Penya-Sinks, offensichtlich, die ausreichen, um das Penya aus dem Spiel zu nehmen, das generiert wird. Deswegen diese Inflationen und dann auch immer so schubweise. Aber letztendlich ändert das ja nichts am Spielfluss, am Zocken an sich. Also ich meine, man zockt ja nicht nur wegen den Penyas, man zockt ja auch, weil Dungeons und so weiter Bock machen, weil man was Geiles droppen will, weil man noch nie dieses und jenes getan hat. Man war noch nie auf diesem Level, man hat noch nie diese Klasse gespielt auf diesem Level und so weiter und so fort. Deswegen, ja, also Geld kommt und geht, sag ich mal. Penya kommen und gehen. Ist jetzt nicht das Wichtigste. Also ich würde mich davon jetzt nicht zu krass entmutigen lassen. Irgendwann pendelt sich das wieder ein, dann haben wir eine neue Basis, sage ich mal, so wie diese um die 200 Mio, die wir jetzt lange Zeit hatten. Dann sind es halt, keine Ahnung, 350 Mio oder was weiß ich was. Ändert letztendlich nichts. Ja. Manche Items werden teurer, manche günstiger. Ist alles kein Weltuntergang. Und das war mein Wort zum Sonntag. Ich sage auf jeden Fall danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich auf jeden Fall selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und für mehr Content live und in Farbe schaut auf jeden Fall auf Twitch vorbei. Twitch-Links in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall auch im nächsten Flyf Universe Video wieder. Bis dahin, noch rein, macht's gut und ciao, ciao.